Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen, sprich Low Carb Dessert Rezeptvideo von mir. Heute stellen wir wieder eine weitere gesunde Low Carb Süßigkeit her, und zwar vegane Pralinen. Der Inhalt dieser leckeren, gesunden Pralinen besteht in der Hauptsache aus Cashewmus, zusammen mit gesunden, gesättigten, nativen Ölen wie Kokosöl und Kakaobutter. Unter anderem. Zuallererst werden wir allerdings erstmal Kokosmus herstellen, und dazu geben wir Bio-Kokosraspeln hier in den Vitamix und stampfen den so lange, bis wir ein flüssiges Kokosmus erreicht haben. Dazu benötigen wir allerdings natürlich dann den Vitamixer. Das würde mit einem normalen Mixer höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Und dann geben wir jetzt über Nacht eingeweichte und dann gut durchgespülte Cashewkerne hinzu und geschmolzene Kakaobutter. Wer allerdings die Pralinen gerne weiß haben möchte von innen, der sollte anstelle der Kakaobutter geschmolzenes natives Kokosöl hinzugeben. Als nächstes kommt der Saft einer gepressten Bio-Zitrone hinzu, und dann wird einfach alles mit diesem Vitamixer gründlich puriert, und dann geben wir diese Masse in eine Schüssel und fügen ein Päckchen Vanilleextrakt hinzu, dann pulverisiertes Xylit, also Xylit, das wir in der Kaffeemühle einfach zu Pulver vermahlen haben, dann wird das alles gut vermischt. Man könnte die Süße dann natürlich noch mit einer Messerspitze Stevia verstärken, wenn man das möchte. Dadurch spart man dann am Xylit, und dann geben wir Kokosmehl hinzu, natürlich von Bio-Qualität. Und das waren auch schon alle Zutaten. Jetzt wird einfach alles nochmal gut durchgemischt, und dann haben wir hier jetzt schon eine relativ feste Konsistenz, woraus wir dann die Kugeln formen werden. In die Mitte der Kugel kann man dann auch jeweils eine Nuss geben, wer gerne Nüsse mag. Ich mag sie sehr gerne, deshalb habe ich dann in alle weiteren Kugeln jeweils eine Nuss gegeben. Wie vorhin erwähnt, möchte ich allerdings empfehlen, anstelle der Kakaobutter lieber Kokosöl zu verwenden. Dadurch wird dann die Farbe einfach schöner, die wird dann eben weiß sein von innen, und weiße Pralinen mit einer braunen Glasur geben einen schöneren Kontrast ab und eben eine schönere Farbe, und das sieht dann eben fürs Auge sehr viel schöner aus. Einige Bilder werde ich euch später noch zeigen, wo ich das auch so gehandhabt hatte. Also zu einer anderen Zeit hatte ich die Pralinen eben von innen weiß gestaltet. Ja, und nachdem die Pralinen fertig geformt sind, kommen sie in den Kühlschrank zum Aushärten, und in der Zeit schmelzen wir nochmal, wie wir gerade gesehen haben, Kakaobutter mit Kokosöl zusammen und geben dazu einen Teelöffel Bio-rohes Kakaopulver. Das wird dann für die Glasur sein, und dazu geben wir etwas Xylit nochmal wieder fein gemahlen hier mit der Kaffeemühle. Für eine schönere und stärkere Glasur würden sich natürlich eher die Schokodrops, also die Stevia-Schokodrops, eignen, die man mit etwas Kokosöl noch verdünnen, also strecken könnte, oder eben auch mit Kakaobutter. Aber in diesem Fall hatte ich die Schokodrops nicht mehr vorrätig, deshalb habe ich das jetzt hier so gehandhabt. Das ist allerdings etwas mühseliger, weil man dann mehrere Male die Kugeln in die Schokoladenglasur tauchen muss, also immer wieder zwischendurch abkühlen und dann nochmal in die Schokoladenglasur tauchen. Auch wenn das Resultat am Ende dann mehr oder weniger das gleiche sein wird. Hier haben wir sie jetzt in den Kühlschrank gestellt und werden sie jetzt ein zweites Mal gleich in die Schokoladenglasur tauchen. Aber besser wäre es, wenn man einfach gleich diese Schokodrops kaufen würde und die eben mit Kokosöl oder Kakaobutter verfeinern würde und diese als Glasur benutzen würde. Die Schokodrops werde ich euch natürlich dann wieder in der Infobox oder in der Pinnwand unten verlinken. Ja, und sobald wir sie ein zweites Mal alle in diese Glasur eingetaucht haben und nochmal abkühlen lassen haben, sind die dann fertig. So sehen die dann aus. Schmecken tun sie ganz köstlich, Maschallah. Und wie wir sehen, sind sie wirklich relativ einfach herzustellen, sofern man dann eben die Schokodrops-Glasur dafür verwendet. Und wie gesagt, damit sie von innen auch schöner aussehen und eben weiß sind, sollte man anstelle der Kakaobutter lieber das Kokosöl verwenden. Die Kakaobutter selber könnte man dann zusammen mit den Schokodrops für die Glasur verwenden. Hier sehen wir jetzt, wie sie von innen aussehen, wenn man eben Kokosöl anstelle der Kakaobutter verwendet und wenn man für die Glasur eben die Schokodrops verwendet. Wie dem auch sei, was zählt, ist, dass wir wieder eine gesunde Süßigkeit hergestellt haben, die man ohne Bedenken verzehren kann, die dazu noch richtig lecker schmeckt und zudem überaus gesund ist. Denn Kokosnüsse stellen zum Beispiel für die Völker der Südsee ein Grundnahrungsmittel dar, mit dem sie über Jahrtausende hinweg leistungsfähig und gesund blieben, ohne sich je über Diabetes, Cholesterinwerte, Herzinfarkte oder Schlaganfälle Gedanken machen zu müssen. Denn Kokosöl ist eines der natürlichsten Öle, die uns Menschen zur Verfügung stehen, welches reich an mittelkettigen Fettsäuren ist, und diese sind zunächst einmal sehr leicht verdaulich.
denn sie können ohne die Mitarbeit der Gallensäure verdaut werden, sie sind wasserlöslich und gelangen daher ohne Umschweife über die Blutbahn in die Leber. Und dort werden sie vom Körper eben sehr gerne zur Energiegewinnung genutzt und weniger gern in die Fettdepots eingelagert. Und darüber hinaus wirken sie eben antimikrobiell, antiviral und antimykotisch, sodass Kokosöl eben sehr effektiv gegen Pilzinfektionen ist, wie zum Beispiel Candida albicans, und gegen bakterielle und virale Infektionen. Davon abgesehen hat die Kokosnuss und ihre Produkte noch sehr viele andere positive Eigenschaften für unsere Gesundheit, unter anderem, dass es eben gegen Demenz hilft, gegen Krebs, gegen Arteriosklerose, gegen Herzkrankheiten unter anderem. Und wie gesund Cashewkerne sind, hatte ich in vielen meiner Videos schon betont. Hier nochmal ganz kurz, dass sie eben dieses L-Tryptophan enthalten, welches die Stimmung hebt, beruhigend wirkt und gewichtsreduzierend, und da Cashewkerne zudem interessante Mengen B-Vitamine enthalten, die als nervenstärkend gelten und im Falle des Vitamins B6 sogar die Symptome bei Depressionen verringern können, dürfen die kleinen Kerne als ideale Nervennahrung bezeichnet werden. Weshalb diese gesunde Süßigkeit wirklich die Stimmung hebt und uns glücklich macht. MashaAllah. Ja, damit ist das Video beendet. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben und teilt es mit euren Freunden und Bekannten, damit sich immer mehr Menschen gesund ernähren. Vergesst auch nicht das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Mariam.